Handwerkskunst meets Upcycling. Altes Holz neu veredelt. Diese Balken sind knapp 100 Jahre alt und sollten verbrannt werden. Die beiden Möbeldesigner Simon Köder und Tobias Thiemich bauen aus ihnen eine Holzbank. Jo. Haben alle irgendwas, ne? Der da sieht mal ziemlich solide und ziemlich sauber aus, oder? Wollen wir den mal umdrehen? Muss halt weg. Ja, aber das ist ja ziemlich cool mit einer ganzen Narbe, wo er da schon hat. Ja, der ist super. Die Balken aus Eiche haben eine lange Geschichte. Jeder Nagel, jede Schraube und jeder Draht hatte eine Funktion im ehemaligen Dorfhaus. Über die Jahrzehnte hat sich das Holz durch die Witterung und das Gewicht von Mauern und Dach stark verändert. Es ist krumm und schief. Aber genau das lieben die beiden Schreiner. Die Balken haben wir von einem alten Fachwerkhaus bekommen. Das wurde abgerissen leider. Man sieht, das ist jetzt hier vom Abriss ein bisschen beschädigt worden. Aber für uns sind die halt perfekt, haben sie perfekte Länge. So können wir damit diese Bank, die wir jetzt herstellen wollen, perfekt machen. Die Bank wollen sie aus 3 Balken bauen. Ein ziemlich massives Möbel mit einer Länge von 2,20 Meter. Wie viel Abstand wollten wir dazwischen nochmal? So, zwischen 1 und 2 Zentimeter. 45 haben wir in der Summe. Sind wir perfekt. Ja, also. Ja. Das hier ist eigentlich gelebte Nachhaltigkeit. Ne? Etwas, was eigentlich ausgedient hat, was seinen Lebenszyklus eigentlich schon durch hat, seine Verwendung und sein Nutzen nicht mehr vorhanden ist, einfach dem Ganze wieder neue Sinn zu geben, um dann mit dem gleichen Material, ohne jetzt nochmal neu irgendwie einen Baum zu fällen, dem Ganze jetzt nochmal neu eine Chance zu geben, nochmal die nächsten 50, 100 Jahre für jemand sinnvoll zu sein. Im nächsten Arbeitsschritt entfernt der Schreiner das ganze Metall. Fachwerkbalken sind gespickt mit Nägeln und Klammern. Die Klammern, genannt Krampen, waren dazu da, dass die Strohmatten befestigt werden konnten. Das Stroh dient im Fachwerkbau als Träger für den Putz. Die Möbelbauer werden die Bank später köhlen, sprich anflammen und anbrennen. Und wir schauen immer wieder, wenn wir dann so Stelle haben, ob wir da noch einen Nagel finden. Bisher nicht. Bisher hat der Tobi seinen Job gut gemacht. Zum einen ist es so, dass es gut ist, wenn wir so viel Schmutz wegnehmen, bevor wir köhlen.
nachher, also bevor wir mit Feuer drauf gehen, damit schön alles auch gleichmäßig verbrennt. Da ist noch einer. Und zum anderen sehen wir eben immer wieder der ein oder andere Nagel dann doch. Und den erwischen wir dann noch, bevor wir mit Feuer an die Balke gehen. Ja, wo sägen wir es denn ab? Wo sägen wir es denn ab? Ich würde mal schauen, dass wir, ich weiß nicht, 2 Meter finde ich ein bisschen knapp wegen der Füße, weil die so massiv sind. Lass vielleicht auf 2,20 gehen. Mhm. Ja. Nee, halt mal. Schau du mal von da drauf. Ich glaube, wir müssen die andere Seite nehmen. Der wird krumm dahinter. Ja, der macht eine richtige Welle nach hinten. Krumme Bank wollen wir nicht. Ich sehe hier auf der Seite und auf der Seite ist ein gerades Stück bis circa zum zweiten Bock. Und dann sehe ich, wie er ein bisschen abhaut. Ne? Wie er ein bisschen nach oben rechts abhaut. Und dann nehmen wir einfach das Stück weg. Weil das hier tendenziell gerader ist. Und von der Optik her unterscheidet es sich beide nicht sehr stark. Ich würde eher sagen, der Teil hat mehr Charakter. Eben auch durch diese Einkerbung hier. Ja, und deswegen nehmen wir den hinteren Teil weg. Tobias sägt die alten Balken gleichmäßig auf eine Länge. Das macht er mit der Kettensäge. So kann er genau spüren, ob sich doch noch ein Nagel im Inneren des Balkens versteckt. Als nächstes bereitet Simon die Füße für die Bank vor. Die bestehen aus massivem Schwarzstahl. Die schwarze Schicht auf dem Stahl, genannt Zunder, entsteht durch das heiße Walzen. Den Füßen will Simon einen individuellen Look geben. Er will sie verrosten lassen. Als erstes putzt er die Füße mit Alkohol. So kann er sie von Schmutz und Fett befreien. Dann raut er den Stahl mit einem feinen Schleifpad an. Dadurch öffnen sich die Poren der Oberfläche. Und das ist wichtig, damit der Stahl rosten kann. Damit er das schnell tut, sprüht Simon jetzt eine spezielle Mischung auf. 250 Milliliter Essig auf 750 Milliliter Wasser. Wir verwenden eben Wasser und Essig. Und diese Mischung greift dann die Oberfläche an und lässt sie zum Oxidieren bringen. Und es ist eigentlich immer ein Glücksspiel, muss man sagen, wenn wir was rosten. Klar, wir haben da eine gewisse Erfahrung und wir wissen auch, wie diese Mischverhältnisse sein müssen und wie lange es dauert. Aber da gibt es danach so viele Faktoren, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wie ist die Sonneneinstrahlung. Und das Ergebnis ist dann immer eine Überraschung. Jetzt heißt es warten, denn Rosten braucht Zeit. Während die Stahlfüße verrosten, wird es heiß. Der Möbeldesigner benutzt einen Gasbrenner, um das Holz zu köhlen. Mit der Flamme geht Simon langsam und vorsichtig über die Balken. Das Feuer ist mehrere 100 Grad heiß.
Das Köhlen hat nicht nur optische, sondern ganz praktische Gründe. Es hat durchaus positive Eigenschaften, dieses Verkohlen. Es wird heutzutage zum Beispiel auch bei Hausfassaden verwendet. Also die Oberfläche verdichtet sich, zieht sich zusammen. Somit ist es auch kein organisches Material dann nachher mehr. Es ist totes Material, diese Kohle. Das heißt auch nicht mehr interessant für irgendwelche Pilze, für irgendwelche Schädlinge. Die haben da keine Lust drauf. Ne? Und durch dieses Zusammenziehen verdichtet sich die Oberfläche so stark, dass sie halt auch sehr widerstandsfähig ist. Köhlen ist eine altbewährte Handwerkskunst aus Japan. Japanische Baumeister machen dadurch das Holz langlebiger. Wir machen das eigentlich aus einem anderen Grund, weil wir sagen, durch dieses Verbrennen und durch dieses Zusammenziehen dieser Holzfasern kommt die ganze Maserung, bekommt die einen ganz anderen Charakter. Also es wird alles nachher weicher werden. Gerade solche Risse oder so Einschläge werden dann nachher noch mal akzentuiert. Also wir haben dann nachher quasi einen richtig charaktervollen, tiefschwarzen Balken, den wir dann für unsere Bank verwenden. Was wir erzeugen wollen, ist diese Geschichte. Hier sieht man ganz klar, wie die Würfel sich bilden. Bedeutet, dass wir erreicht haben, dass es eben nicht nur oben angeflammt ist, also nicht nur schwarz ist, sondern dass wir hier 1-2 Millimeter schon im Holz drin sind. Weil wir nachher dann mit der Bürste, mit der großen Bürste draufgehen, haben wir hier Material, was wir abbürsten können. Und dann ist der Balken immer noch schwarz. Wenn ich hier nur anflamme, dann wird der Balken wieder naturfarben. Ich brauche diese tiefe Schwärze und auch diese Farbpartikel, diese Pigmente im Holz, damit es nachher schön schwarz wird, auch ohne Farbe. Wichtig beim Köhlen ist die gleichmäßige Verbrennung. Die Zellen ziehen sich zusammen und je länger ich auf einer Stelle bin, desto tiefer gelangt die Wärme quasi ins Holz. Und wenn ich das nur an einer Stelle mache, habe ich halt gerade bei empfindlicheren Werkstücken, wie jetzt den Balken, die Gefahr, dass es da reißt. Dass es quasi so einen Zellkollaps gibt, nennt sich das. Dass die Zellen sich zu schnell, zu stark zusammenziehen und es dann reißt. Deswegen versuchen wir das so gleichmäßig wie möglich zu machen, um eben ein intaktes Werkstück nachher zu haben. Um 3 Balken zu köhlen, braucht der Schreiner mehrere Stunden. Über Nacht sind die Stahlfüße stark oxidiert. Sie sind an vielen Stellen verrostet und die rotbraune Farbe fängt an durchzuschimmern. Zufrieden sind die Schreiner mit dem Ergebnis aber noch nicht. Die Füße dürfen weiter rosten. Durch das Köhlen haben sich auf der äußeren Schicht des Holzes Asche und Kohlenstaub gebildet. Simon schleift das tote Material grob ab. Dadurch kann er sehen, ob das Köhlen funktioniert hat. Eine schmutzige Arbeit, die die Möbelbauer immer unter freiem Himmel machen. Was man hier jetzt schon sieht, ist, dass dieses Holz eine unheimlich homogene und ursprüngliche Optik bekommen hat. Es ist jetzt schon recht weich. Das wäre jetzt beim organischen Stück Holz, das man jetzt nicht köhlt, müsste man jetzt quasi die Kanten brechen und schleifen, aber das macht das Feuer. Die ganze Faserstruktur ist deutlich sichtbar durch das Bürsten. Wir sehen hier überall die Holzfasern. Die Geschichte des Holzes ist jetzt aufgedeckt worden. Wir sehen hier die einzelnen Kerben noch schön. Haben hier die ganzen Astlöcher, die sich jetzt ein bisschen zusammengezogen haben und dementsprechend viel charaktervoller noch werden. Und das Tolle ist, dass man jetzt hier bei den Altholzbalken natürlich noch diese ganzen Risse und Kerben sieht. Und die werden jetzt nachher durch das Ölen eben dann noch schwarz versiegelt.
Und dann hat man hier einen Balken, der eigentlich in sich schon ein Kunstwerk ist. Das ist jetzt was ganz Angenehmes zum Anfassen. Jetzt bürstet Tobias die Kerben und Löcher fein säuberlich mit der Hand aus. Das macht er mit einer Messingbürste. Mit der kommt er auch in die kleinsten Risse und Vertiefungen. Durch das Köhlen sind die Balken jetzt schwarz. Aber hier und da erkennt man noch die ursprüngliche Farbe der Eiche. Das ist ganz normal, denn durch das Abbürsten trägt der Schreiner auch mal zu viel vom geköhlten Holz ab. Damit er diese Stellen wieder schwärzen kann, muss Tobias ölen. Tobias bearbeitet die Balken mit einem naturbelassenen Pflegeöl, Stück für Stück. Das Ölen ist eine Sache, wo eigentlich nie eine Maschine oder ein Mechanismus irgendwas automatisiert machen kann. Das muss eigentlich immer ein Mensch mit diesem Lappen in der Hand auftragen und schauen, wo geht's am meisten, wo geht Öl hin, wo ist noch, wo fehlt noch, wo muss ich noch. Wichtig beim Ölen ist auch immer, dass man es schön einmassiert. Das ist wie beim Eincremen auf der Haut. Creme schmeißt du ja auch nicht einfach nur auf den Arm oder ins Gesicht und lässt es dann einziehen, sondern du tust schön einmassieren. So ähnlich ist mit dem Holz auch. Und das ist eben reine Handarbeit und die braucht Zeit und Geduld. Dass man wirklich überall schön Öl hinbekommen. Durch das Ölen wird das Holz nicht nur glänzender und schöner, es wird auch widerstandsfähiger gegen Wasser und Schmutz. Hier merkt man richtig, wenn der frisch gedrängt ist, der Lappen, dass da richtig eine schwarze Patina-Paste rauskommt und damit färbe ich halt alle Ecken, die das Bürsten zu arg gepackt hat oder alle Löcher, wo man mit dem Köhlen auch nicht so ganz hingekommen ist. Damit wird halt alles noch gedrängt und schön schwarz. Nach dem Ölen dürfen die Balken erstmal ruhen. Das Öl muss langsam in alle Holzfasern einziehen. Die Stahlfüße sind jetzt verrostet, aber nicht vollständig. Der Rost hat dem Stahl ein wildes Muster verpasst. Um die Füße mit den Balken zu verbinden, bohrt Simon Löcher. In diese dreht er Muffen ein. So kann er die Bank später auch wieder auseinanderschrauben, ohne dass er das Holz beschädigen muss. Holzbalken und Stahlfüße bekommen jetzt ein Finish aus natürlichem Spritzwachs verpasst. Dieses dient zur gleichmäßigen Versiegelung der Oberfläche. So bekommt man keinen schwarzen Hosenboden, wenn man sich auf die Bank setzt.
Nach 3 Tagen kommt der große Moment. Im letzten Schritt verbinden die Schreiner die gekühlten Fachwerkbalken mit den verrosteten Stahlfüßen. Das ist wie wenn bei der Automontage der Motor reinkommt, so die Hochzeit. Das ist hier bei uns auch. Alle Teile fügen sich zusammen, alle Teile hatten ihre verschiedenen Arbeitsschritte. Die Füße wurden draußen gerostet, das Holz haben wir gekühlt, gebürstet, geölt, alles voneinander unabhängig. Jetzt wird alles zusammengefügt. Voll schön, das ist für mich nichts Schöneres. Ja. Junge Handwerker verwandeln alte Balken in eine neue Sitzbank. Das fertige Möbelstück ist ein echtes Unikat mit Geschichte. Ja, oder? Hält sogar, ne? Hält? Simon Köder und Tobias Timmich schaffen durch Upcycling neue Möbel. Altes Holz bekommt neues Leben für viele weitere Jahre. Unsere Produkte, die kann man vererben, das sind Erbstücke, da passiert nichts. Ja, der Baum wächst teilweise 100, 150, 200 Jahre und wir geben ihm dann ja, noch eine Aufgabe, die mindestens genauso lang ihren Zweck erfüllt. Stabil genug ist sie jedenfalls. Mit 100 Kilo wird sie noch einige Lasten tragen können. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.